Auf einem markanten Muschelkalkberg erhebt sich die Leuchtenburg über dem darunter liegenden Saaletal und der Stadt Kahla. Ihrer dominanten und landschaftsprägenden Lage verdankt sie den Beinamen Königin des Saaletals und gehört damit zweifelsohne zu den schönsten Höhenburgen Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Leuchtenburg in Thüringen. Sie ist eine mittelalterliche Burganlage mit einer fast 1000-jährigen Geschichte. Und diese möchte ich euch jetzt etwas genauer vorstellen. Der Bau der Leuchtenburg geht auf ein fränkisches Adelsgeschlecht aus der Gegend um Nürnberg zurück. König Konrad III. Belehnte diese um 1150 mit Ländereien in Thüringen. Nach der Errichtung ihres Stammsitzes bei Jena nannten sie sich fortan Herren von Lobdeburg. Sie entwickelten sich zu einem starken Adelsgeschlecht und führten eine Landesverwaltung ein. Die erste urkundliche Erwähnung der Leuchtenburg ist auf den 15. April 1221 datiert, als Hartmann von Leuchtenburg als Schlichter eines Rechtsstreits auftrat. Der Bau der Leuchtenburg fällt somit in den Zeitraum des ausgehenden 12. bis frühen 13. Jahrhunderts. In früheren Zeiten wurde der Burgberg aus strategischen Gründen von Bewuchs freigehalten, wodurch der helle Muschelkalk wahrhaft leuchtete und namensgebend für die Burganlage war. Durch das massive Burgtor im Torhaus betritt man die Burganlage und befindet sich in der ehemaligen Vorburg. Das Torhaus wurde in der heutigen Gestalt von 1836 bis 42 errichtet und diente als Kaserne für die Wachmannschaften des Zuchthauses. 1921 öffnete im Torhaus die erste Jugendherberge Thüringens, die bis 1997 bestand. Nach dem Passieren des Torhauses erblickt man den Burgbrunnen. Mit 80 Meter Tiefe gehört er zu den 5 tiefsten Brunnen Thüringens. Ein bereits bestehender Burgbrunnen wurde 1552/53 von Saalfelder Bergleuten und unter Oberaufsicht des Landesbaumeisters Nikolaus Krohmann auf diese imposante Tiefe ausgeschachtet. Zu der Zeit, als die Leuchtenburg als Zuchthaus diente, mussten 2 Häftlinge täglich im Tretrad arbeiten, um für genügend Wasser in der Anstalt zu sorgen. Mindestens 2 Sträflinge zogen dieser schweren Arbeit den Freitod durch einen Sturz in den Brunnen vor. Von den ersten Burgbauten hat sich nur der steinerne Bergfried erhalten. Mit 30 Meter Höhe und einem Durchmesser von 8,65 Meter dominiert er bis heute die Burganlage und ist zu ihrem Wahrzeichen geworden. Am 15. Februar 1333 verkauften die Herren von Lobdeburg-Leuchtenburg aufgrund finanzieller Schwierigkeiten die Anlage an die Grafen von Schwarzburg. Der Besitz der Burg sollte deren Stellung gegenüber den wettinischen Konkurrenten um die Vorherrschaft in Thüringen festigen. Doch auch die Schwarzburger mussten aufgrund finanziellen Unvermögens die Leuchtenburg nur wenige Jahrzehnte später aufgeben. Sie verpfändeten die Burg 1389 an den Erfurter Bürger Heinrich von Paradies. Ein Rechtsstreit zwischen den wettinischen Landesfürsten Friedrich dem Streitbaren und Heinrich dem Reichen mit dem Erfurter Bürger brachte die Leuchtenburg endgültig in wettinischen Besitz. Die Wettiner bauten die Burg ab 1396 in ihrem flächendeckenden Herrschaftsnetz zum Amtssitz aus. Das Amt Leuchtenburg mit dem südlich angrenzenden Unteramt Orlamünde war bis zum Jahr 1705 für mehr als 40 umliegende Dörfer die oberste Verwaltungs- und Gerichtsbehörde. Es bestand bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts.
Steuern wurden eingezogen, Recht gesprochen, abschreckende Urteile für Rechtsvergehen vollzogen und die Basis für Nahrung, Handel und Entwicklung gelegt. Mehrere 100 Hektar Wald, Wiesen und Ackerflächen gehörten damals zum Amt und wurden in Fronarbeit durch die Amtsuntertanen bewirtschaftet. Das Gebiet um die Leuchtenburg ist bis heute durch üppige Wälder geprägt. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war der Holzverkauf die wichtigste Einnahmequelle des Amtes und die wettinischen Fürsten hatten hier ihr bevorzugtes Jagdrevier. Auf der Leuchtenburg allerdings haben die Landesherren nie residiert. Sie setzten Verwalter, Schlösser ein, die in deren Stellvertretung handelten. Der Bergfried aus Kalkstein stammt aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts. Er ist der Hauptturm der mittelalterlichen Leuchtenburg und diente zur Verteidigung und als letzte Zuflucht bei Belagerungen. Mit seinen 2 Meter bis 2,40 Meter dicken Mauern und einer Höhe von 30 Metern bis zum Zinnenkranz steht er als massives Wahrzeichen der Burg und strahlt weit in das Land. Der alte Eingang zum Bergfried lag nicht ebenerdig, sondern in 12 Metern Höhe. Darunter diente der Turm als Gefängnis. Noch heute kann man an der östlichen Turmseite die gemauerte Eingangspforte erkennen. Erklimmt man die 151 hölzernen Stufen aus dem Jahr 1886, kann man auf halber Strecke das Uhrwerk der alten Turmuhr mit einem langen Schacht für die steinernen Gewichte bestaunen. 1375 brannte fast die ganze Leuchtenburg außer dem Bergfried durch Blitzschlag ab. Und 1548 werden Caspar und Balthasar von Hagenest aus Klein-Löbichau auf der Leuchtenburg gefangen gehalten, weil sie auswärtige Kaufleute und Juden auf den Landstraßen überfielen. Auf peinliches Befragen, also mit der Folter, gesteht Caspar seine Schuld und soll als Friedensbrecher mit dem Schwert zum Tode gerichtet werden. Auf Bitte der fürstlichen Mutter erlassen die Herzöge Johann Friedrich der Mittlere und Johann Wilhelm zu Sachsen ihm seiner Jugend wegen die Strafe. Er wird des Landes verwiesen. Am 23. Juni 1602 entzündete sich durch Blitz die Turmspitze und brannte gleichzeitig das Wohnhaus des Amtsschössers an. Noch bis zum Jahr 1871 war die alte Turmstube auf dem Bergfried ständig bewohnt. Der Türmer hatte nach Feuer und fliehenden Häftlingen Ausschau zu halten und gab im Alarmfall mit einer Kanone Warnschüsse ab. Dafür standen 2 alte Kanonen bereit. Pro Schuss wurde 1 Pfund Pulver verbraucht. Für die Bestückung der Kanonen lagerte 1853 ein Zentner Pulver in einem Pavillon vor der Burg. Außer den Signalschüssen wurde bei Alarm am Tag eine große Fahne und in der Nacht eine Laterne auf die Turmspitze gesteckt. Ständig gab es Beschwerden der umliegenden Orte, dass das Feuer zu spät oder gar nicht signalisiert wurde. Oben angekommen wird man mit einem traumhaften Panoramablick belohnt. Das 10,80 Meter hohe Kegeldach aus Stein ersetzte im Jahr 1886 die vorherige Holzkonstruktion. Archäologische Ausgrabungen im Jahr 1994 legten weitere frühe Spuren der Burg frei. Unter dem Burghofpflaster fand man Reste des romanischen Palas mit 2,20 Meter dicken Mauern und einem Rundbogenportal. Durch einen überdimensionalen Kopf eines Drachens steigt man in die wechselvolle Geschichte der Leuchtenburg ein. Sie war Zuchthaus und Irrenanstalt, aber auch Ort der Freiheit und Unbeschwertheit. Es gibt Ritter und Schätze zu bestaunen und so manche Geheimnisse können gelüftet werden.
Dies alles wird in der Ausstellung zur Burggeschichte im Bergfried präsentiert. Die Leuchtenburg zählt zu den besterhaltenen Burgen Deutschlands, weil sie ohne Unterbrechung genutzt wurde. Zur Finanzverwaltung, als Gefängnis, als Besserungs- und Armenanstalt, als Zuchthaus und Jugendherberge, als Hotel und Ausflugsziel. Jedes Jahrhundert hinterließ Spuren. Früher diente das Hauptgebäude zu Verwaltungs- und Wohnzwecken, heute der Ausstellungspräsentation. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1658 wurde das Hauptgebäude bis 1670 neu errichtet. Hier hatte der Burgverwalter und später der Zuchthausvorsteher sein Domizil. Im unteren Geschoss ist der prunkvoll im Jugendstil vertäfelte Rittersaal aus dem Jahr 1912 zu besichtigen. Auch wenn Ritter diesen Raum wohl nie betreten haben, wurde hier zu Hotel- und Herbergszeiten zumindest ritterlich gespeist. Heute ziert die Ahnengalerie der Herzöge von Sachsen-Altenburg aus ernestinisch-wettinischer Abstammung den Saal. Vor mehr als 450 Jahren, im Jahr 1552, täufte man auf der Leuchtenburg einen Brunnen ab. Die Burg sollte, um ihre Wehrhaftigkeit nach dem Schmalkaldischen Krieg zu erhalten, eine belagerungssichere Wasserversorgung bekommen. Bis dahin wurde das Wasser von 2 Eseln auf die Burg gebracht. Unter der Oberaufsicht des Landesbaumeisters Nikolaus Grohmann gruben sich 4 Saalfelder Bergleute ein halbes Jahr lang tief ins Gestein, bis sie bei 75 Metern auf Wasser stießen. Der Brunnen wurde noch weiter bis auf 80 Meter Tiefe ausgehoben, um eine Wassersäule von ca. 6 Metern zu erreichen. Für eine dauerhafte Standfestigkeit mauerte man den Brunnenschacht im oberen Bereich 9 Meter und im unteren Abschnitt 22 Meter mit Sandsteinquadern aus. Als die 4 Bergleute aus Saalfeld nach monatelanger schwerer Arbeit auf Wasser stießen, hatten sie den damals zweittiefsten Brunnen Thüringens ergraben. Der Amtsschösser Peter Wolfram, der Verwalter der Leuchtenburg, berichtete seinem Kurfürsten Johann Friedrich über die Qualität des Wassers. Es sei rein, klar und nicht riechend. In der Mitte des 16. Jahrhunderts waren so wenige Menschen auf der Burg ansässig, dass der Torwärter und der Eseltreiber, den man zum Brunnenmeister befördert hatte, regelmäßig Wasser schöpften, nur damit dessen Qualität sich nicht verschlechterte. Diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme entfiel bald, als die Leuchtenburg Garnison und ab 1720 Zuchthaus wurde. Auch die Fördertechnik passte sich der rapide anwachsenden Besatzung an. 3 Haspel, die Nikolaus Grohmann als Hofbaumeister in Gotha anfertigen ließ, wurden schon 1690 durch ein großes Laufrad abgelöst. Es sollte fast 200 Jahre in Betrieb bleiben. Ungezählte Sträflinge förderten das Wasser in schwerer Arbeit aus der Tiefe des Lichtenberges. Das Wasser wurde auf der Burg und im Zuchthaus vorwiegend zur Ernährung und Tiertränke gebraucht. Körperpflege wurde nur mit geringem Aufwand betrieben. Man vermutete, durch die Poren in die Haut eindringendes Wasser schwäche den Körper. Die Reinigung erfolgte mit Hilfe von Waschschüsseln. Vollbäder wurden als medizinische Heilkuren angesehen. In den Zeiten des Leuchtenburger Zuchthauses dürften Bäder wohl nur in der Gefängnisdirektion und auch erst mit dem 19. Jahrhundert genossen worden sein. Der Brunnen selbst wurde noch bis 1964 benutzt, obwohl schon 1912 die Leuchtenburg an die Trinkwasserleitung angeschlossen wurde.
Während des Sächsischen Bruderkrieges von 1446 bis 1451 wurde die Leuchtenburg für wenige Tage in das Kriegsgeschehen verwickelt. Herzog Wilhelm überließ die Leuchtenburg seinem Vasallen Apel von Vitzthum als Pfand für dessen finanzielle Unterstützung im Krieg gegen seinen Bruder Kurfürst Friedrich. Nach dem Ende des Krieges überfiel von Vitzthum eine kurfürstliche Gesandtschaft und setzte sie auf der Leuchtenburg gefangen. Darauf rückte Herzog Wilhelm mit moderner Kriegstechnik an, belagerte die Burg und nahm sie kampflos am 16. Dezember 1451 ein. Bei dieser Eroberung wurden die defensiven Mängel der Leuchtenburg offensichtlich, so dass Herzog Wilhelm den Bau der heute noch nahezu vollständig erhaltenen Wehranlage mit 4 Wehrtürmen sowie einer inneren und äußeren Mauer veranlasste. Doch die neue Verteidigungsanlage kam nie zum Einsatz. Nach dem Sächsischen Bruderkrieg fanden keine weiteren Belagerungen der Burg statt, so dass die Landesherren eine alternative Nutzung der Türme beauftragten. Mit ihren massiven Mauern boten sie sich für Gefängniszwecke an. Zur Ausstattung des Marterturms gehörte nachweislich eine Streckbank, mit der die Gefangenen zu einem Geständnis gezwungen wurden. Das Inventarverzeichnis der Leuchtenburg aus dem Jahr 1669 nennt eine Leiter zum Drehen, Verdrehen oder Martern. Dies ist ein Fragment eines Steinkreuzes aus dem 14. oder 15. Jahrhundert mit einer Darstellung eines Menschen zwischen 3 Rädern. Dieses Kreuz aus Sandstein stand ursprünglich am Fuße der Leuchtenburg. Ab 1535 baute man die Wehrtürme ausbruchssicher um, indem man die Schießscharten in den unteren 2 Etagen vermauerte und die steinernen Wendeltreppen mit Schutt verfüllte. Zwischen dem Fußboden der oberen und dem Gewölbe der unteren Etage schlug man ein Loch, durch das die Häftlinge am Seil in eine dunkle Zelle herabgelassen wurden. Einige mussten nur eine Nacht im dunklen Verlies ausharren, andere jedoch mehrere Jahre unter Verhören mit Folterungen. Viele erwartete nach der Haft die Hinrichtung. In den Folgejahren der Reformation wurden zahlreiche Prozesse gegen religiös Andersdenkende auf der Leuchtenburg geführt. Im Visier der Obrigkeit stand die Gruppe der Täufer, auch Wiedertäufer genannt, deren Name sich von ihrer Ablehnung der Kindertaufen und der dafür eingeführten Glaubenstaufe im Erwachsenenalter ableitet. Dies ist ein Richtschwert aus dem Jahr 1592. Die Klinge trägt die Darstellung eines Galgens, eines Radkreuzes und das Christenmonogramm. Für die Verhöre auf der Leuchtenburg wurde im Fall des Gefangenen Hans Schleyer kein geringerer als Philipp Melanchthon persönlich hinzugezogen. Bis heute hat sich der Name des Häftlings in dem Turmnamen Schleyer erhalten. Anderen prominenten Besuch bekam die Leuchtenburg im Jahr 1552, als die Kurfürstin Sibylle von Kleve mit ihren 3 Söhnen in den dicken Mauern der Burg Schutz suchte, während ihr Mann, Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige, in Gefangenschaft war. Anlässlich des kurfürstlichen Aufenthalts wurde die Leuchtenburg wehrhaft ertüchtigt und der alte Burgbrunnen nahe dem Torhaus wieder instand gesetzt. Während Sanierungsarbeiten im Jahr 1980 fand man unter der letzten Stufe des Wendelsteins in einer Tonschale einige Katzenknochen aus der Bauzeit des Marterturms um 1458. Die 8 Monate alte Katze sollte den Turm vor Angriffen oder Schäden bewahren, ein Bauopfer aus dem 15. Jahrhundert.
Wolf Stahl aus Schneeberg war nachweislich die erste und am längsten im Marterturm inhaftierte Person. 1540 wurde er auf die Leuchtenburg überführt und der Wiedertäuferei beschuldigt, einer Lebensweise und religiösen Überzeugung, mit der er sich von den lutherischen Glaubensidealen entfernte. Vor seiner Haft hatten ihn Luther und Melanchthon persönlich verhört und versucht, ihn zum reinen evangelischen Glauben zu bekehren. Bis 1546 wird Stahl bei den Ausgaben für Verpflegung und Kleidung in den Amtsrechnungen als Gefangener genannt. Ob Wolf Stahl in seinem Verlies verstarb oder freigelassen wurde, ist nicht überliefert. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel über die Leuchtenburg in Thüringen erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!